Hallo, heute möchte ich dir diesen tollen Puschen hier zeigen, diesen einfachen Schuh. Der ist auch wieder mit einer Rundstricknadel gestrickt, ganz einfach in einem Stück. Dieses Modell entspricht jetzt Größe 35 bis 37. Wenn du eine größere Größe haben möchtest, ist es gar kein Problem. Das kann man ganz einfach anpassen. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und du meinen Kanal abonnierst. Ich habe noch ganz viele andere Videos zum Thema Puschen, Stricken, Häkeln, wie auch immer. Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Es kommen noch viele weitere Videos. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und zwar, ich habe jetzt in meinem Fall 80 Maschen angeschlagen und eine Breite von etwa 34 cm. Wenn du größere Schuhe haben möchtest, machst du hier einfach einen Zentimeter mehr, beziehungsweise 1,5 oder 2 cm, je nachdem, welche Größe du haben möchtest. Also die 80 cm beziehen sich jetzt hier auf eine relativ, die 80 Maschen beziehen sich hier auf eine relativ dicke Wolle mit Nadelstärke 4,0. Also wenn du auch mit einer dünneren Nadel strickst oder mit einem dünneren Garn, dann würde ich auch noch mal nachmessen, wie viele Maschen du dann tatsächlich anschlagen musst. Und dann geht es auch schon los. Ich verwende ein relativ dickes Garn, das ist Babywolle und eigentlich für Nadelstärke 3,5 bis 4,0 gedacht. Dementsprechend habe ich auch eine Nadel. Du kannst den Push natürlich auch mit dünnerer Wolle stricken, dann müsstest du aber etwas mehr Maschen anschlagen. So, und ich beginne mit dem Maschenanschlag. Wie ich ihn immer mache. Und 80 Maschen. Ich beginne jetzt mit Weiß und wechsle dann nach ein paar Reihen zu der anderen Farbe. Du kannst natürlich auch nur einfarbig stricken oder mehrere Farben verwenden. Ganz wie du möchtest. So, ich mache jetzt meine 80 Maschen im Anschlag und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Damit ich einen schönen glatten Rand nachher zum Vernähen an den Seiten habe, mache ich persönlich das immer so, dass ich die erste Masche immer stricke, immer rechts stricke und dann für die letzte Masche abhebe. Na, du kannst es natürlich auch andersrum machen, dass du die erste Masche abhebst und dann die letzte rechts strickst. Das macht jeder, wie er mag. So. Und jetzt geht es einfach weiter, nur mit rechten Maschen. Also ich steche von vorne ein, in die Masche, öffne mir die Masche und hole den Faden hier durch. Natürlich alle Fasern erwischen, wenn es geht. So. Und wie gesagt, ich stricke jetzt nur rechte Maschen. Das mache ich den ganzen Puschen über. Also du brauchst jetzt auch keine, kannst natürlich auch ein Muster reinmachen, wenn du möchtest, oder mit linken Maschen stricken, wenn dir das lieber ist. Ich mache jetzt nur rechte Maschen. Und wie gesagt, die letzte Masche hebe ich dann nur ab. Faden nach vorne, setze die Masche einfach auf die andere Nadel und drehe um. Und hier stricke ich die erste Masche wieder rechts. Und alle weiteren Maschen dann auch rechts abstricken. So, ich stricke jetzt diese Reihe und dann noch 2 weitere Reihen in der Farbe und dann wechsle ich. Und dann geht es eigentlich genauso weiter. Du könntest auch jetzt in jeder Reihe einen Farbwechsel machen. Sieht auch ganz süß aus.
Und du siehst jetzt, hier bilden sich so Knötchen rein. Ja, daran kannst du dann später leichter abzählen. Also immer so ein, wie nennt man die denn? Ja, also immer so eine Reihe hier sind 2 Maschen. Das hilft dir nachher beim Zählen. So, ich habe jetzt meinen Farbwechsel gemacht und stricke mit rechten Maschen weiter. So, du kannst jetzt natürlich, wie gesagt, Farbwechsel machen, wie du möchtest, wenn überhaupt. Ich stricke jetzt 2 Reihen, also eine Hin- und eine Rückreihe, wechsle dann nochmal wieder zu Weiß zurück, mache dann nochmal 2 Reihen und stricke dann hier mit diesen, wahrscheinlich jetzt gerade in dem Licht schwer zu erkennen, hellgrün weiter. Und das Ganze mache ich, bis ich insgesamt, also mit den 4, die ich schon habe, 30 Reihen gestrickt habe. Also insgesamt 30 Reihen stricken. Wie gesagt, kannst du dann, das sind dann 15 von diesen Knötchenreihen. Und dann kommt die erste Abnahme. Das zeige ich dir dann. So, ich habe jetzt insgesamt 30 Reihen gestrickt und jetzt nehme ich Maschen ab, und zwar 10 Stück. Ich steche jetzt hier ein, stricke 2 Maschen zusammen ab, setze die Masche wieder zurück auf die erste Nadel und stricke die dann mit der nächsten Masche wieder ab. Das waren 2 Abnahmen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, darauf achten solltest du, wir sind jetzt hier auf der Rückseite, hier ist der Anfangsfaden jeweils, dass du einmal auf der einen Seite Maschen abnimmst und bei dem anderen Schuh auf der anderen Seite. Nur, dass es nachher einfach besser aussieht und die Nähte dann nicht jeweils in eine Richtung zeigen. Deshalb, wie gesagt, einmal auf der einen Seite und beim anderen Schuh auf der anderen Seite Maschen abnehmen. So, jetzt geht's weiter. Also wie gesagt, in der Rückreihe nach meinen 30 Reihen habe ich hier jetzt 10 Maschen abgenommen und davor bei dem anderen Schuh in der letzten Hinreihe 10 Maschen. So. Und jetzt stricke ich einfach weiter, weitere 18 Reihen, Kraus rechts. Weitere 18 Reihen sind fertig. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Und dann kann ich auch schon mit dem Abketten beginnen. So wie eben 2 Maschen zusammen und die Masche wieder zurück. 2 Maschen zusammen und wieder zurück, 2 Maschen zusammen, Masche zurücksetzen und wieder 2 Maschen zusammen.
Das mache ich jetzt die komplette Reihe, bis alle Maschen abgekettet sind. So, nachdem ich alle Maschen abgekettet habe, schneide ich den Faden ab und ziehe ihn durch die Schlaufe. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich messe noch mal nach, damit du weißt, wie groß meine Socke hier ist. Also 31 cm etwa in der Länge, oder nee, 34 cm in der Länge. Und in der Höhe sind es etwa 9,5, knapp 10. Und jetzt beginne ich mit dem Zusammennähen. So, bei dem zweiten Schuh oder zweiten Socke oder wie auch immer, ist es dann natürlich seitenverkehrt. Ne, da hattest du jetzt, so das ist jetzt die Rückseite. Sieht man auch an den Farbübergängen. Und bei dem zweiten wäre es dann natürlich so rum. Ne? Du weißt, wie ich meine. So, ich schlage jetzt diesen Teil hier einfach um. Und dann den Teil hier rüber. Und so werde ich dann auch zusammennähen. Also das dehnt sich wirklich sehr nachher. Und ich werde erst den vorderen Teil hier, die Spitze zusammennähen. Dann den ersten Teil hier unten. Dann diesen Teil hier hoch und zum Schluss dann den Rest der Sohle. So, wie gesagt, die rechte Seite, die schöne Seite, die kommt jetzt nach innen. Und dann wird das jetzt hier so umgeklappt. Und ich beginne, wie gesagt, mit der Spitze. Und zwar nähe ich nur die mittleren Maschenglieder zusammen. Du hast ja hier pro Seite jeweils 2 Maschenglieder. Und ich nähe nur in die inneren. So, hier an der Spitze mache ich ein bisschen zu, damit das hier nicht aufgeht. So. Und dann gehe ich Masche für Masche immer ins innere Maschenglied. Das ist auch eine recht flache Naht, weil viele immer unter meinen Videos kommentieren, die Naht würde stören. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz flache Naht, die auch gar nicht auffällt oder gar nicht spürbar ist. Deshalb keine Angst. So, und jetzt mache ich weiter hier mit dem unteren Teil. So, der Teil ist fertig, die Spitze. Und jetzt nähe ich die beiden Seiten hier zusammen. Ich hätte hier vorher mal die ganzen Fäden abschneiden müssen. So. Na, wo ist jetzt mein Nähfaden? Hier. Also gerne erstmal alle Fäden vernähen, bevor du hier so ein Chaos hast wie ich.
Aber jetzt geht es hier in der Mitte weiter. Und auch wieder hier ins innere Maschenglied. Komplett bis hier oben hin. So, ich habe den Faden hier oben gut vernäht und abgeschnitten und jetzt bin ich hier schon an dem letzten Teil. Den auch noch zusammennähen und hier an der Ecke gut aufpassen, dass hier auch die Übergänge gut vernäht sind.